Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute dreht sich alles rund um den Porsche IPO und dazu habe ich gleich zwei spannende Gäste eingeladen, nämlich Philipp und Benjamin von Equistor. Wir sprechen in der Folge über die Unternehmensgeschichte von Porsche. Philipp ist sogar ein ehemaliger Mitarbeiter und hat da spannende Informationen mitgebracht. Und außerdem geht es auch um die Konstellation mit Volkswagen und der bereits existierenden Porsche Holding. Und am Ende sprechen wir auch noch darüber, wie man als Privatanleger an einer solchen Neuemissionen partizipieren kann. Viel Spaß mit der Folge. Ich habe heute Benjamin und Philipp von Equistor bei mir im Podcast zu Gast und wir wollen heute über das kommende Porsche IPO sprechen. Bevor wir näher darauf eingehen, würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Was macht Equistor und was war euer Werdegang bis hierhin? Benjamin? Ja, hallo, ich bin Benjamin Franzl, bin studierter Wirtschaftsingenieur und habe mit meinem Kollegen Philipp, der hier auch im Podcast ist, damals im Studium schon die Finanzingenieure GbR gegründet. Dann haben wir uns so ein bisschen verloren. Ich war bei Infineon, habe dort meine Abschlussarbeiten und so weiter gemacht, habe dann 2 Jahre beim Marktführer für Aktienanalysen für Privatanleger verbracht und jetzt inzwischen mein eigenes Unternehmen gegründet, Equistor, mit Philipp zusammen. Und was wir machen, sind fundierte Aktienanalysen für Privatanleger, dass man sich einfach als Privatanleger ordentlich über Unternehmen informieren kann, was die Unternehmen machen und dann auch, ob die Unternehmen natürlich kaufenswert, also interessant sind oder vielleicht, ob man erstmal etwas warten sollte. Ja, mein Werdegang ist im Prinzip sehr ähnlich zu dem vom Benjamin. Wir haben uns ja im Studium kennengelernt. Ich habe auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war dann ja zum Ende des Studiums 1,5 Jahre bei Porsche als Praktikant, Werkstudent und habe dann da auch meine Abschlussarbeit geschrieben und bin dann Benjamin praktisch gefolgt und habe auch 9 Monate hier im Business für Aktienanalysen für Privatanleger gearbeitet mit dem Benjamin zusammen. Dann haben wir schon ein bisschen geklärt, warum du heute oder warum ich euch beide sozusagen eingeladen habe. Einmal als Porsche-Experten dich dann quasi noch dazu gefragt. Nachdem die Hörer euch jetzt ein bisschen besser kennenlernen konnten, soll es dann auch den Rest des Podcasts schon um das eigentliche Thema gehen, nämlich der Porsche IPO. Ich denke, am besten fangen wir mit der Geschichte des Unternehmens an und was Porsche in der stark besetzten deutschen Autowelt von anderen Unternehmen abhebt. Benjamin, was würdest du sagen? Also für mich ist es vor allem diese ikonische Marke, die Porsche so ausmacht. Philipp ist natürlich da so ein bisschen tiefer drin. Ich würde sagen, der 911er, also so der klassische Porsche, wie man ihn kennt, das ist einfach das Fahrzeug, das jeder mit Porsche irgendwie identifiziert. Und ja, man merkt es einfach bei dem Fahrzeug, da ist so viel Tradition dahinter. Das Fahrzeug hat zum Beispiel einen Boxermotor, der eigentlich praktisch immer wieder nur verbessert wird von Fahrzeugreihe zu Fahrzeugreihe und man merkt, dass da einfach die größte Konstanz der ganzen Branche drin ist. Ja, also ich muss bei der Frage eigentlich direkt immer daran denken, was bei uns oft in den Bewerbungen von anderen Praktikanten drin stand oder von Mitarbeitern, die sich beworben haben, von extern. Die haben nämlich immer so ein Zitat reingebracht von Ferdinand Porsche, das immer wirklich sehr, sehr oft drin stand, so ungefähr in jeder zweiten Bewerbung. Und das lautet: Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich ihn mir selbst zu bauen. Das ist so das bekannteste Zitat von Ferdinand Porsche. Und das hat dann am Ende auch eigentlich in das gemündet, was Porsche als Unternehmen so besonders macht, nämlich den 911er. Für mich ist eigentlich der 911er ist Porsche, also kein anderes Auto repräsentiert dieses Unternehmen so stark wie dieses Modell. Und das hat halt wirklich krasse Besonderheiten. Also es gibt eigentlich kein Auto wie den 911er auf dem gesamten Automobilmarkt und das fängt eigentlich schon beim Design an. Der 911er ist nämlich das einzige Auto, was seit 60 Jahren im Prinzip das gleiche Design hat. Jeder Mensch, den man auf der Straße sieht, jedes Kind erkennt einen 911er. Da gibt es eigentlich niemanden, der sagen würde, was ist denn das jetzt für ein Auto? Das heißt, jeder Porsche 911er. Und ja, Benjamin hat es schon gesagt, der Heckmotor, der Boxermotor, das ist auch sowas, was es eigentlich einzigartig ist in der Branche. Und wenn man jetzt auch mal weitergeht, was eigentlich dieses Auto vom Fahren her so attraktiv für viele macht, das ist eigentlich dieser Spagat, den es schafft. Also viele wissen ja, oder die meisten wissen, der 911er ist ein Sportwagen, der kann schnell fahren. Aber im Prinzip ist das ein Auto, und da gibt es auch noch so ein schönes Zitat, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, von wem es ist. Das ist der einzige Hochleistungsrennwagen, mit dem man morgens auf die Rennstrecke geht, mittags eine Rallye fährt und abends beim roten Teppich aussteigen kann, weil es auf der einen Seite extrem schnell ist, extrem
widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Also da wird viel getestet in heißen, in kalten Bedingungen. Aber am Ende des Tages ist es halt so komfortabel und so schick, dass man damit halt auch bei wichtigen Anlässen vorfahren kann. Und ich glaube, das macht den Erfolg des 911ers aus. Und am Ende ist das auch eigentlich das, was die Marke Porsche so besonders macht. Ich habe da auch noch was ich hinzufügen würde. Ich habe nämlich auch mich mal so ein bisschen informiert, weil klar, eine sehr wichtige Sache bei Porsche ist auch so ein bisschen diese Rennhistorie, weil Porsche ist ja eine Marke mit Tradition und die basieren sehr stark auf diesem Ruf, den sie haben. Und Porsche ist zum Beispiel bei Le Mans oder auch bei Daytona einfach komplett führend, was die Siege angeht. Also da gibt es keine andere Automarke, die da irgendwie mithalten könnte. Und was ich auch sehr interessant fand, das war bei uns damals im Studium, wir hatten sehr viel über den Bau von Verbrennern auch gelernt. Boxermotoren sind da jetzt nicht so der Schwerpunkt, sondern eher normale V-Motoren oder eben Reihenmotoren. Aber die Besonderheit war, dass Porsche schon 2006 mal in einen Benziner einen VTG-Turbolader eingebaut hat. Das ist jetzt so richtig ein bisschen nerdig, aber es ist eine Besonderheit, weil man es hat vorher noch nie gemacht. Es war so ein bisschen unrealisierbar eigentlich. Man hätte es immer gerne gemacht, aber das Problem ist, bei Benzinern werden die Abgase zu heiß und dadurch konnte man eigentlich diese VTG-Turbolader dann nicht verbauen, sondern nur bei Dieselfahrzeugen und dann hat es Porsche einfach gemacht. Ja, okay, ja, gute Ergänzung auf jeden Fall. Dann hätte ich direkt noch eine Anschlussfrage nochmal an Philipp, weil du ja auch schon bei Porsche gearbeitet hast. Vielleicht einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, in welchem Bereich warst du dort tätig und kannst du etwas zur allgemeinen Arbeitskultur und vielleicht auch zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens sagen? Ja, also ich war bei Porsche im Bereich Tequipment. Das ist so ein Kofferwort aus Technical Equipment und ist im Prinzip der Bereich, wo Zubehörprodukte für die Porsche-Fahrzeuge gemacht werden. Also beispielsweise eine Dachbox, wo Porsche draufsteht, ein Fahrradheckträger, Fahrraddachträger, Carcover, diese Stoffüberzüge oder diese Kunststoffüberzüge, die übers Auto kommen, damit es geschützt ist. Aber auch Kindersitze. Also wenn man sich einen Porsche holt und braucht was für das Auto, dann kann man sich das direkt bei Porsche holen. Und ich war da bei Tequipment im Projektmanagement. Das heißt, wir haben vom Produktmanagement die Produktwünsche bekommen, beziehungsweise was umzusetzen war, und wir haben es dann am Ende umgesetzt. Genau, so viel dazu, wo ich da gearbeitet habe. Das ist grundsätzlich natürlich jetzt nicht die Entwicklung bei den Fahrzeugen, aber das Schöne war, man hat nicht jetzt irgendwie fern von denen gearbeitet, sondern man hat auch im Equipment-Bereich immer sehr eng mit der Entwicklung zusammengearbeitet. Das hat auch immer so ein bisschen damit zu tun gehabt, was für ein Produkt man jetzt entwickelt hat. Also manchmal musste man sich da auch gegenseitig absprechen, dass das Fahrzeug dementsprechend auch bestimmte Vorrichtungen hat, dass dann ein Fahrradheckträger und so weiter dran kann. Deswegen hatte ich da auch sehr viele Einblicke in die Fahrzeugentwicklung und ja, kann auch so ein bisschen was über die Ausrichtung sagen, wobei da ist eigentlich schon auch vieles öffentlich. Also das, was ich weiß, das kann man eigentlich aktuell sich auch im Internet zusammenreimen, wenn man da so ein bisschen in der Gerüchteküche stöbert. Es ist, denke ich, kein Geheimnis, dass Porsche sich da stark auf die E-Mobilität ausrichtet. Tatsächlich ist Porsche ja sogar so mehr oder weniger mit dem E-Motor gestartet. Das erste Auto, was Ferdinand Porsche entwickelt hat, war ein Elektroauto. Das war aber, ja, im Jahr 1900 so rum. Dann hat man sich aber auch gedacht, okay, ist nicht so die Technologie, die sich jetzt gerade durchsetzt, weil es auch super schwer war und ja, keine Ladeinfrastruktur, auch so ähnliche Probleme wie heute eigentlich. Und ja, aber tatsächlich ist Porsche ja, wie man ja weiß, einer der führenden Automobilhersteller, was Elektrofahrzeuge angeht. Also wir haben ja schon den Taycan, der sehr erfolgreich war. Und jetzt kommt ja auch noch der Macan als Elektroauto, der mit Sicherheit auch ein großer Erfolg wird, wahrscheinlich sogar noch ein größerer als der Taycan, kann man sich vorstellen. Und ja, da wird in Zukunft noch einiges folgen. Es gibt ja auch Gerüchte über einen riesigen E-SUV, also einen SUV von Porsche, der noch größer als der Cayenne ist und der ein elektrisches Auto sein wird. Und ich sag mal, diese Gerüchte sind auf jeden Fall nicht unbegründet. Ja, okay. Wie schon anfangs besprochen, haben wir also den IPO jetzt quasi demnächst anstehen. Und gerade wenn es darum geht, wie man als Privataktionär am IPO bzw. an Porsche teilhaben kann, ist das Interesse ja derzeit enorm. Und ich bin schon gespannt, was mit einer Aktie passiert, wenn Monate vor dem IPO bereits die Bild mit dem Titel "Warum du in Porsche investieren solltest" aufkommt. Ja. Also zunächst vielleicht einmal die Frage:
Glaubt ihr, der Zeitpunkt für das IPO mitten im Bärenmarkt ist gut gewählt oder ist die Aktie so beliebt, dass es sowieso am Ende keinen Unterschied macht? Vielleicht Benjamin erst? Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer besser, wenn man in dem Bullenmarkt seine IPOs macht. Und man sieht das auch daran, wie schnell IPOs dann doch wieder spontan abgesagt werden. Also das zeigt einfach, dass beim IPO wirklich dieser Erfolg sehr wichtig ist, dass man da viel Kohle einsammeln möchte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Interesse jetzt gerade wirklich so riesig ist. Ich würde sagen, für den Bärenmarkt an sich ja, aber ob es jetzt insgesamt so riesig ist, weiß man gar nicht so genau, weil von der Porsche-Seite aus gibt es auf jeden Fall sehr viel Kommunikation in Richtung Privatanleger und das ist eventuell sogar ein Zeichen dafür, dass man versucht, hier noch ein paar Aktionäre zu finden, damit der IPO definitiv überzeichnet ist. Und was ich interessant fand, war, so man hatte ja schon letztes Jahr eigentlich da ein bisschen gemunkelt, dass der Börsengang kommt und da ist ja schon einiges nach außen getreten, so November, Dezember rum. Und seitdem ist aber auch diese Vorstellung, zu welcher Marktkapitalisierung man Porsche an die Börse bringen möchte, in etwa konstant geblieben. Also da hieß es dann auch schon, auch in den Medien so, bis zu 80 Milliarden möchte man eigentlich da erlösen. Und obwohl jetzt VW, der Aktienkurs, 20% Kursverlust gemacht hat, ist diese Vorstellung von so 60 bis 80 Milliarden konstant. Also man geht davon aus, dass es unabhängig vom Bärenmarkt trotzdem realisierbar bleibt. Und ich glaube einfach, das Timing hat zwei Gründe. Zum einen einmal, man möchte Geld für die E-Mobilität, wobei man das auch so ein bisschen anzweifeln muss, weil es wird ja auch ein großer Teil der IPO-Erlöse dann direkt erstmal als Dividende wieder rausgefeuert. Und der zweite Grund ist, glaube ich, tatsächlich einfach, dass es mit der Aktionärstruktur von Volkswagen zusammenhängt, weil man weiß ja, es gibt ja das Bundesland Niedersachsen ist beteiligt. Man weiß, der Betriebsrat ist im Aufsichtsrat drin und gleichzeitig hat man die Familie, also die Porsche-Piëch-Familie, die viele Aktien hält und die spielen sich alle so, also gerade Niedersachsen und Betriebsrat gegen die Porsche-Familie und diese Kräfte, die man jetzt hat, die möchte man so ein bisschen besänftigen, indem man diesen Börsengang jetzt macht, weil die Porsche-Piëch-Familie hat das sehr persönlich genommen damals, wollten sie eigentlich nicht, dass Porsche von der Börse weggekauft wird von Volkswagen und es ist trotzdem passiert und jetzt will man denen quasi wieder etwas zurückgeben und hofft dann vielleicht, dass die dann etwas mehr durchwinken, was so in Richtung Arbeitnehmer geht. Man muss ja auch sagen, dass Porsche jetzt nicht so der typische IPO ist, wie jetzt irgendwie so ein schnell wachsendes Softwareunternehmen oder einfach einen Fast Grower, der 30-40% pro Jahr wächst und dann ist es schon ein starker Unterschied, was man da an Geld bekommt, ob man jetzt in den Bären- oder Bullenmarkt reingeht. Es zeigt, finde ich, auch so, dass Volkswagen schon sehr selbstbewusst ist, was den Preis angeht, den sie für die Porsche-Anteile kriegen. Und dass das halt bei diesen 60 bis 80 Milliarden geblieben ist, zeigt ja eigentlich, dass sie glauben, dass es eigentlich nicht so relevant ist, ob der Markt jetzt gerade sich in einer Abwärtsphase befindet oder einer Aufwärtsphase, weil Porsche hat ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass sie starke Nachfragen haben, auch wenn es mal wirtschaftlich schlechter läuft. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht jetzt so relevant, dass der Markt abwärts läuft. Okay, vielen Dank. Und ja, wenn man so ein bisschen online recherchiert zu dem Thema, dann findet man oder stößt man vielleicht auch schnell auf die Info, dass der LVMH-CEO Bernard Arnault im Gespräch ist, ein Aktienpaket von Porsche kaufen zu wollen. LVMH ist das weltweit größte Unternehmen in der Luxusgüterbranche und auch entsprechend bewertet. Würdet ihr sagen, das Interesse von diesem CEO hat etwas zu bedeuten? Und denkt ihr, Porsche sollte eher nach Maßstäben einer Luxusmarke bewertet werden oder sich doch eher an den Maßstab für Automobilhersteller orientieren? Wie schätzt ihr da die Bewertung ein? Also, erstmal weiß man gar nicht so genau, ob dann wirklich das Investment zustande kommt. Interessanter finde ich da eher, dass der Staatsfonds von Katar sich beteiligen möchte mit 5%. Also es werden ja gar nicht so viele Aktien an die Börse kommen. Da können wir nachher drauf eingehen und 5% davon möchte dann aber tatsächlich der Staatsfonds haben und der ist aber auch öfter mal in so Automobil- und Luxussachen investiert. Also der investiert, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, in das, was die Leute auch in Katar konsumieren. Und auf jeden Fall muss man auch sagen, dass LVMH nicht immer nur in Luxus investiert. Also es gibt ja den Private Equity Arm Catterton und die haben zum Beispiel auch Birkenstock aufgekauft, was jetzt in meinen Augen
einfach eine Bekleidungsmarke ist und jetzt kein Luxus. Aber ich würde sagen, Luxusmarken sind immer so eine Art Kategorie von einer bestimmten Branche. Also zum Beispiel, man kann ja in die Süßwarenbranche investieren. Also es gibt ja verschiedene Unternehmen, die Süßwaren herstellen, zum Beispiel Mondelez oder Hershey's. Es gibt aber auch Lindt. Und Lindt ist dann Luxusschokolade. Oder LVMH ist in der Bekleidungsbranche und macht einfach Luxusbekleidung. Apple macht Luxus-Smartphones, Ferrari macht Luxusautos. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, dass diese Unternehmen in der Regel höher bewertet werden als alle anderen, weil sie erstens ja hohe Margen, treue Kunden haben und eine Preissetzungsmacht. Also das sind einfach so grundlegende Sachen. Und ich denke mal, dass es bei Porsche eigentlich auch definitiv zu einem Bewertungsaufschlag kommen wird im Vergleich jetzt zu anderen deutschen Premium-Automobilherstellern wie zum Beispiel BMW oder Mercedes. Ja, also wenn da scheinbar darüber nachgedacht wird, ist es aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, weil das zeigt ja doch, dass wir gar nicht so falsch damit liegen, dass Porsche eine tolle Marke ist, wenn da scheinbar sich auch Bernard Arnault für interessiert, auch wenn es da jetzt nichts Offizielles gibt. Also ja, wenn man es deuten sollte, finde ich, ist es gut. Okay, vielen Dank. Und nun ist es ja so, dass nicht einfach alle vorhandenen Porsche-Aktien frei an der Börse handelbar werden. Ein Teil der Porsche-Aktien wird bei Volkswagen verbleiben, ein anderer geht an die Porsche Holding und ein dritter Teil geht dann an die Börse. Könnt ihr etwas auf dieses Konstrukt beziehungsweise ja, die Konstellation zwischen Porsche, Porsche Holding und Volkswagen eingehen und vielleicht den Hörern etwas näher bringen, wie man diese Zusammenhänge verstehen kann? Benjamin? Ja, also die Sache ist, das wissen viele leider nicht so ganz. Es gibt ja schon eine Porsche an der Börse, Porsche SE oder Porsche Automobil Holding. Und deswegen wird man auch öfter mal gefragt, wie Porsche soll einen Börsengang haben. Es gibt doch schon Porsche an der Börse. Diese Holding, die hält VW-Aktien, das muss man wissen. Und zwar, die hält 53% der Volkswagen-Stammaktien. Also die hat die Stimmrechtsmehrheit über Volkswagen. Und jetzt ist das so, das ist ja eine Holding, die gehört der Porsche-Piëch-Familie und es geht da vor allem darum einfach, dass das Vermögen dort gesichert ist in diesem Unternehmen und die wollen jetzt anfangen, Porsche aufzubauen, also von dem Porsche-Automobilhersteller sollen da jetzt auch Aktien reinkommen. Und damit hat man jetzt so mit VW den Deal ausgeklüngelt, dass jetzt, wenn wir machen es jetzt mal so, dass wir Porsche Automobil Holding, also Porsche SE, nennen wir jetzt einfach mal PAH und das andere Unternehmen nennen wir Porsche, weil dann ist es einfacher zu verstehen. Die Porsche-Aktie wird jetzt in 2 Kategorien aufgeteilt, einmal in Stammaktien und in Vorzugsaktien. Stammaktien haben Stimmrecht, Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht, dafür aber immer eine Dividende. So ist das in Deutschland geregelt. Und VW wird jetzt 25% der Stammaktien verkaufen und 25% der Vorzugsaktien. Also sprich, die behalten noch 75% der Aktien. Und diese Stammaktien, die werden an PAH verkauft. Also PAH hat dann 25% der Stimmrechte plus eine extra Aktie, damit die dann auch definitiv immer so eine kleine Mehrheit haben. Und gleichzeitig gehen die anderen 25% von den Vorzugsaktien, die gehen an die Börse. Und ja, es heißt also es könnte sein, dass es auch weniger als 25% werden, hängt wahrscheinlich am Interesse dann ab. Und das ist es eigentlich. Also 75% der Aktien bleiben bei Volkswagen, 12,5%, also diese Stammaktien, gehen dann an PAH und 12,5% gehen dann an die Börse in den freien Handel, wobei da auch schon zum Beispiel Katar gesagt hat, dass sie da Interesse haben, sich schon was vorab zu sichern. Und an sich hat das ja Volkswagen auch, weil sie möchten viele Investoren sammeln, damit dann definitiv Porsche zu einem guten Preis an die Börse geht. Okay, vielen Dank. Vielleicht kann ich im Nachgang da noch eine kleine Grafik einbinden in den Blogartikel, dass man sich das mal anschauen kann. Okay, ja, nachdem wir dann etwas Licht ins Dunkle bringen konnten, stellt sich natürlich die nächste Frage: Was ist in euren Augen der klügste Weg, vom Porsche IPO zu profitieren? Ich habe da inzwischen schon einige Gedanken gehört und gelesen. Die einen ziehen die Porsche Holding vor und hoffen, dass die derzeitige Unterbewertung in den nächsten Jahren deutlich aufgeholt wird. Andere ziehen nach wie vor die Beteiligung an Volkswagen vor, weil man hier noch andere Marken mit drin hat und Volkswagen auch nach dem Porsche IPO einen riesigen Anteil am Unternehmen halten wird. Und wieder andere wollen tatsächlich das Pure Play Porsche sozusagen, indem sie am IPO teilnehmen. Wie seht ihr das?
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass, oder was ich machen werde, ist, ich werde direkt auf den Porsche Automobilhersteller gehen und werde mich so direkt beteiligen, weil ich denke, dass man so langfristig auf jeden Fall die beste Rendite machen kann, beziehungsweise fühle mich damit insgesamt am wohlsten. Also damit hat man verschiedene Risiken jetzt vielleicht, also zum Beispiel das Land Niedersachsen als direkten Aktionär gar nicht mit drin. Und ja, also man profitiert einfach am direktesten von diesem Porsche-Wachstum. Was mir eigentlich am wichtigsten ist, dass ich direkt an diesem Unternehmen beteiligt bin. Im direkten Vergleich zwischen Volkswagen und PAH würde ich sagen, ist es recht schwierig, weil du hast auch gesagt, PAH ist nun mal stärker unterbewertet als Volkswagen, so wenn man sieht, was halt für Werte aufgerufen werden für den Porsche Automobilhersteller. Aber PAH konnte eigentlich diese Werte an der Börse in der Regel nicht rausholen, weil da immer so eine Art Misstrauensabschlag ist auf den Kurs. Kann jetzt natürlich sein, dadurch, dass man dort vielleicht etwas verändert, dass man nicht mehr so VW-lastig ist und dafür dann eben mehr Porsche drin hat, dass sich da in der Bewertung was ändert. Aber das ist in meinen Augen dann spekulativer, als direkt in Volkswagen zu investieren. Also ich bin ja aktuell in Volkswagen investiert und die PAH, da habe ich nie was mit zu tun gehabt. Ich finde, es ist auch immer ein bisschen schwierig, also in der Vergangenheit wurde ja immer viel verwechselt. PAH ist auf einmal dann Porsche. Ich hoffe, das wird sich jetzt ein bisschen klären, wenn Porsche selbst an die Börse geht. Ich sehe es aber eigentlich ähnlich wie Benjamin, wenn ich jetzt von Porsche IPO profitieren will und gesetzt dem Fall, dass ich davon ausgehe, dass die Aktie auch steigen wird in Zukunft, dann macht es in meinen Augen am meisten Sinn, einfach direkt die Aktie zu zeichnen und jetzt nicht irgendwie da was zu versuchen mit Volkswagen oder mit der PAH, weil da die größte Unterbewertung ist, weil man weiß ja auch nicht, ob die PAH dann am Ende diese Unterbewertung los wird. Ich schätze halt mal eher nicht, sondern dass der Abschlag halt bleiben wird. Deswegen sollte man es da, glaube ich, nicht so kompliziert machen und einfach die Aktie zeichnen, wenn man in Porsche investieren möchte. Als Volkswagen-Aktionär bekommt man ja definitiv keine Porsche-Aktien in sein Depot gebucht, wie es beispielsweise beim Daimler Truck Spin-off der Fall war. Könntet ihr euch darüber hinaus sogar vorstellen, dass Volkswagen irgendwann seine Porsche-Aktien komplett verkauft und die beiden Unternehmen wie in früheren Zeiten wieder komplett eigenständig an der Börse zu finden sind? Lisa, ich habe da eine ganz gute Frage. Ja. Würdest du das denn tun, wenn du Volkswagen-CEO bist? Gute Frage. Kommt auf die Entwicklung an, würde ich sagen. Ja, also ich würde es auf keinen Fall tun, weil man muss sagen, einfach Porsche ist die profitabelste Sparte und auch was das Umsatzvolumen angeht, sehr relevant für Volkswagen. Und ja, du hast dann auch gleichzeitig als CEO dann noch einen Aufsichtsrat, wo ein Bundesland plus ein Betriebsrat drin sind, die da auch immer noch mal mitbestimmen, also die dich definitiv rausschmeißen werden, wenn du das versuchen solltest. Oder also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zumindest mal. Und für Volkswagen als Automobilhersteller und auch Volkswagen als Unternehmen ist es einfach sehr wichtig, Porsche drin zu haben, weil Porsche ist einfach das Unternehmen, das die Marge mitbringt und das auch viel weniger zyklisch ist als der Rest. Und das willst du ja eigentlich haben. Also du willst ja irgendwie für die zukünftigen Jahre gut aufgestellt sein und dann hast du eben so ein Automobilhersteller wie Porsche, der super viele Gewinne mitbringt, der eigentlich alles querfinanziert, dann wäre es so ein bisschen fahrlässig, wenn man das rausnimmt. Genauso wie es jetzt zum Beispiel aus Sicht von Amazon fahrlässig wäre, wenn man jetzt einfach das ganze Cloud-Geschäft rausnimmt, weil das auch alle anderen Bereiche mehr oder weniger so quersubventioniert. Philipp, wie ist deine Meinung? Also ich sehe es tatsächlich so wie du, Lisa, es kommt auf die Entwicklung an. Ich denke, wenn Volkswagen in Zukunft deutlich schlechter gehen sollte und sie vielleicht noch mehr Geld brauchen, dann kann das natürlich passieren, dass sie noch mehr Anteile verkaufen. Ich glaube aber eher, dass dann so Schritte eingeleitet werden würden, wie andere Submarken an die Börse zu bringen. Also es gibt ja auch noch Ducati bei Volkswagen, es gibt ja noch Lamborghini. Also das wären ja auch Möglichkeiten, sich nochmal Geld zu holen. Da muss man nicht sich mehr von Porsche verkaufen. Nachdem wir jetzt sehr viel über Porsche gehört und gesprochen haben und hoffentlich auch gelernt haben, fallen mir tatsächlich erstmal keine weiteren Fragen ein. Habt ihr oder haben wir eurer Meinung nach noch einen wichtigen Punkt vergessen oder noch etwas anderes, was gerne ergänzt werden sollte?
Also, was mir vor allem wichtig ist, ich glaube, eine ganz große Frage, die viele Leute beschäftigt, ist so ein bisschen, jetzt haben die meisten Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich irgendeinen Broker und fragen sich so, ja, wie kann ich jetzt daran wie kann ich daran teilnehmen oder was bringt es mir, in dem IPO teilzunehmen? Und ich sag's mal so, je interessanter ein IPO ist, also je mehr dran teilnehmen wollen, umso besser ist es, wenn man dann die Aktie auch bekommt, weil dann kann man in der Regel dann sehr hohe Zeichnungsgewinne mitnehmen. Also zum Beispiel, ich habe das damals bei Auto 1 gemacht, letztes Jahr war das, und konnte da so meine 40% Kurs plus am ersten Tag mitnehmen. Das waren einfach, ja, also wenn man da 1.000 Euro investiert hat, hat man einfach 400 Euro praktisch geschenkt bekommen. Und das war auch teilweise absehbar, weil zum Beispiel bei Lang und Schwarz gab es schon vorher so Kursindikationen. Also man konnte die Aktie schon vor dem IPO dort handeln. Da hat man gesehen, dass es da sehr interessante, sehr hohe Kurse gibt, die dann, ja, beim IPO habe ich dann einfach viel weniger bezahlt. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch so ein bisschen, wo kann man das zeichnen? Also bei welchem Broker muss man sein? Weil nicht jeder Broker kann das. Grundsätzlich, wenn hier jemand bei einem Neo-Broker ist, hast du in der Regel Pech gehabt. Also Trade Republic, Scalable, Just Trade, da brauchst du gar nicht mit anzufangen, außer du bist beim Smart Broker, weil nämlich der IPO wird von verschiedensten Banken begleitet, vor allem große US-Banken, die sind da ganz vorne mit dabei, aber dann auch eher kleinere Banken, zum Beispiel die Deutsche Bank, die Santander, Société Générale, BNP, die sind als Joint Book Runners dabei. Und dann zum Beispiel die Commerzbank oder die LBBW auch als Co-Lead. Und das bedeutet, dass wenn man ein Depot hat bei zum Beispiel Consors, was zur BNP gehört, oder bei MaxBlue oder bei der Deutschen Bank direkt oder zum Beispiel auch bei der Comdirect, dann stehen die Chancen recht gut. Und Smart Broker ist zum Beispiel auch Partner von der BNP, also da sollte es auch funktionieren, dass man es zeichnen kann. Ist aber ungewiss dann, ob man wirklich auch die Aktien bekommt, weil es ist eben rationiert. Nicht jeder Broker kann alle seine Kunden glücklich machen. Und wenn man wirklich Aktien haben möchte, dann sollte man echt schauen, dass man das Geld am besten schon jetzt bereit hat. Am Sonntag soll schon das erste bekannt gegeben werden, beziehungsweise auch bald soll der Prospekt folgen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sonntag ist oder erst kommende Woche. Aber dann soll der Prospekt eben veröffentlicht werden, dann wird das alles harte Realität mit dem IPO und dann wird auch die Preisspanne bekannt gegeben. Und dann wird es eben möglich sein zu zeichnen. Und das bedeutet, dass man dann auch sehr schnell zeichnen sollte, also sprich bei seinem Broker einfach sich dafür anmelden sollte, dass man eben an diesem IPO teilnehmen möchte. Und wenn man wirklich, wirklich die Aktie haben möchte, dann sollte man ohne Limit handeln. Da es eine Preisspanne gibt, gibt es einen Maximalpreis, über den man nicht ausgeführt werden kann. Und dann kann ich noch empfehlen, mehrere Broker zu nutzen, wenn man die Möglichkeit hat. Also nicht nur bei einem Broker zu zeichnen, erhöht man seine Chancen mit und vielleicht sogar mehrere Orders zu setzen. Zumindest mal bei einigen Brokern wie der Comdirect hat das in der Regel funktioniert. Zahlt man zwar mehrere Male Gebühren, aber dafür kriegt man in Summe meistens mehr Aktien, als wenn man eine große Order macht. Okay. Gibt es da eine Eingrenzung oder eine Marke, wo du sagen würdest, die eine Order soll das und das Volumen haben und dann sollte man besser eine zweite machen? Oder kommt das komplett auf den Preis später an? Also das kommt sehr darauf an, wie viele Aktien einfach der Broker zugeteilt bekommt. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich habe schon gesehen, dass Orders quasi nur bis 700 Euro ausgeführt wurden. Bei Siemens Healthineers war es, glaube ich, so, dass bis 2.800 Euro war alles kein Thema und danach wurde rationiert. Okay. Und das Schlauste wäre einfach gewesen, man hätte quasi mehrere Orders bis 2.800 Euro gesetzt, dann hätte man die alle bekommen und hätte dann halt viel mehr Aktien, als wenn man eine Order von zum Beispiel 20.000 Euro gemacht hätte. Ja, sehr interessant. Und Philipp, hast du Ergänzungen dazu? Ja, zum Kauf der Aktie jetzt nicht. Vielleicht noch ein paar Worte zum Unternehmen. Und ja, wir haben jetzt ja auch viel Positives gesagt. Man muss halt auch ein paar Sachen kritisch sehen. Es ist ja so, was bei Porsche ja so attraktiv ist, dass es ja ein Automobilhersteller ist, der aber sehr gutes Wachstum hat. Das liegt ja in den letzten 10 Jahren bei über 10% pro Jahr. Es ist ja auch eine Dividende geplant für Aktionäre, die da jetzt einsteigen. Und es hat ja auch für einen Automobilhersteller eine sehr hohe Marge von 17-19%, die langfristig auch auf über 20% steigen kann, was ja so der Ferrari-Durchschnitt wäre. Deswegen ist 80 Milliarden Euro, was ja so das obere Ende der Bewertung, was man so erwartet gerade ist,
noch ziemlich attraktiv, könnte natürlich auch gerne weniger sein. Auf der anderen Seite hat aber auch Porsche Herausforderungen in der Zukunft. Das sollte man jetzt nicht vernachlässigen. Also jetzt nicht, weil wir jetzt sehr viel darüber geredet haben, wie man jetzt den IPO mitnehmen kann, einfach blind da reingehen. Also da sollte man sich über ein paar Sachen bewusst sein. Also beispielsweise ist ja Porsche gerade eigentlich an der Spitze, wenn man es mal wenn man mal böse sein will, nur mit halber Kraft unterwegs, weil Oliver Blume jetzt ja auch noch zu Volkswagen berufen wurde. Das heißt, da könnte man auf jeden Fall sich überlegen, ob er bei Porsche noch wirklich die Leistung bringen kann, die der Konzern braucht. Porsche ist ja auch, hatte Benjamin am Anfang gesagt, damals ja auch von SUVs eigentlich gerettet worden, beziehungsweise die SUVs machen ja einen sehr großen Umsatzanteil aus. Das heißt, da besteht auch so eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen Modellen. Und der 911er, über den ich ja am Anfang sehr viel geredet habe, der ist ja in gewisser Weise die Speerspitze des Konzerns. Der ist ja eigentlich ausgelegt auf einen Verbrennermotor. Also Benjamin hat ja über den Heckmotor gesprochen. Und eigentlich muss auch Porsche in Zukunft den Verbrenner aus den Modellen rausschmeißen, wenn man ganz langfristig denkt. Und dann wäre eigentlich das Konzept des 911ers zerstört. Das heißt, vor ein paar Jahren, als ich noch bei Porsche war, hieß es noch, der 911er wird für immer einen Verbrenner behalten. Ich weiß nicht, jetzt habe ich auch gelesen, er soll auf jeden Fall noch sehr lange einen behalten. Also wie das jetzt am Ende aussieht, weiß man nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass langfristig gesehen Porsche da auch ein wichtiges Modell irgendwie verliert vom Charakter her, weil sie es einfach nicht mehr so anbieten können, wie die Kunden es lieben. Der nächste 911er kommt jetzt schon als Hybrid. Und wer weiß, wie das in 10 Jahren aussieht, ob dann immer noch diese Markenstärke, die ja auch irgendwie stark von diesem Auto abhängig ist, so erhalten bleibt. Also da sollte man sich auf jeden Fall gute Gedanken drüber machen und seine Meinung zu bilden, bevor man jetzt den IPO zeichnet. Ja, sehr gute Anregungen auf jeden Fall. Und da kann man auch nur sagen, es ist wie immer an der Börse so, alles ist möglich, auch das Gegenteil natürlich. Und das hoffe ich auch, dass das hier hervorgegangen ist aus der Folge, dass wir das jetzt nicht im tollen Licht nur darstellen wollten, sondern wirklich mehrere Seiten beleuchten. Und dann euch schon mal vielen Dank, dass ihr Zeit hattet heute. Und vielleicht zum Abschluss nochmal an euch jeweils das letzte Wort für die Folge. Wo können denn die Hörerinnen und Hörer euch finden, wenn sie vielleicht mehr über Porsche oder auch mehr über euch oder euer Produkt wissen wollen? Das vielleicht nochmal an jeden von euch. Also, es gibt unsere Instagram-Seite, die heißt @equistor.de und das ist auch gleichzeitig unsere baldige Webseite. Dort wird man dann alle möglichen Sachen von uns finden, also wenn wir unsere Analysen veröffentlichen, Podcasts von uns zu den Analysen und so weiter. Dann haben wir noch einen Newsletter. Die Domain ist equistor.de/newsletter. Am besten packen wir das irgendwie in die Shownotes, dass man das dann auf jeden Fall dort sieht und einfach direkt anklicken kann. Und wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast auf Spotify, der Equistor Podcast. Genau, und wer sich zum IPO noch weiter informieren möchte, es gibt mittlerweile schon eine Investor Relations von Porsche, da gibt es so eine Anleitung, wie man die Aktie zeichnet. Also genau, bei Interesse da einfach nochmal vorbeischauen. Okay, super. Ja, alle Links packe ich in den Beitrag und auch in die Shownotes. Dann vielen Dank euch. Gerne. Danke sehr. Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und zum Abschluss natürlich noch der Disclaimer: Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und natürlich ist es hier auch keine Steuerberatung, Anlageberatung oder sonstige fachliche Beratung. Das gilt auch für alle konkreten Produkte, die wir im Podcast vielleicht besprochen haben. Und damit bis zum nächsten Mal.